Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einem weiteren News-Video heute mal wieder. Und zwar Hacker-News haben wir heute. Und zwar wurde von einer Hackergruppe namens OV1RU Dollarzeichen, also O-Virus oder sowas, wurde eine russische Behörde gehackt, die sehr, sehr interessante Projekte am Start hat. Und da wollen wir mal ein bisschen reingucken. So, zunächst einmal, es soll sich scheinbar um den größten Hack in der russischen Geheimdienstbehördengeschichte handeln. Das heißt, das Ding ist schon relativ groß. Und ja, zuerst einmal wurde eben dieser Hack von O-Virus bekannt und anschließend haben sie die Informationen weitergegeben an Digital Revolution, eine Gruppe, die sogar gar nicht mal so unbekannt ist. Ja, wir haben da einige interessante Projekte. Ich scroll hier gerade mal drüber und wir sehen hier direkt, das ist ein riesiges Ding. 7,5 Terabyte an Daten wurden geklaut. Das ist unfassbar viel. Das ist sogar mehr als ich hier tatsächlich in meinem Rechner. Nee, ich habe mehr drin, aber egal. 7,5 Terabyte, so sensible Daten sind sehr beeindruckend und da haben wir dann doch einige spannende Projekte dabei. Zunächst einmal das größte Projekt wahrscheinlich, also das habe ich euch gerade schon erzählt gehabt mit Digital Revolution und so weiter. Das größte Projekt nennt sich Nautilus. Das wurde oder soll benutzt werden, um Nutzer, die den Tor-Browser benutzen, zu de-anonymisieren. Viele von euch wissen wahrscheinlich, wie der Tor-Browser funktioniert. Er nutzt erstmal mehrere andere Nutzer, die den Tor-Browser auch benutzen, um einen Website-Traffic, das heißt, wenn ihr eine Website aufruft, um diese Informationen zu verschleiern, indem ihr eigentlich nur dem Nutzer sagt, hey, ruf mal diese Website in meinem Namen auf und den Namen verratet ihr ihm nicht und so weiter und so fort. Und das macht ihr mehrfach. Und anschließend wird die Webseite dann von einem Endknoten aufgerufen und dann wieder zu euch zurückgeroutet sozusagen. Das heißt, niemand außer einem einzigen Knoten weiß, dass ihr sozusagen der seid, der die Website aufrufen möchte. Und nun wurde hier tatsächlich ein Projekt vorgestellt, mit dem es möglich sein soll, oder zumindest ansatzweise möglich sein soll, mit etwas Glück steht auch dabei, diese Nutzer vom Tor-Netzwerk zu entlarven. Das ist ein ziemlich großes Ding. Leider konnte ich den Programmcode nicht bekommen von keinem von den Projekten hier, denn die wurden schon alle wieder aus dem Netz genommen und nur noch BBC, also genau diese Seite, die ich euch hier habe, wird mit Informationen versorgt. Deswegen habe ich auch tatsächlich die Originalquelle hier sozusagen mir mal rausgesucht. Also scheinbar haben die Hacker tatsächlich BBC direkt kontaktiert, weil sie auch ein Interesse daran haben, nicht mehr zensiert zu werden, wie wir gleich sehen werden. Ja, also es geht darum, im Endeffekt, das ist das russische BBC, ihr könnt gerne die Seite euch angucken, benutzt Google Translate, dann könnt ihr es einigermaßen lesen. Und ja, es geht darum, dass im Endeffekt Russland scheinbar seine Leute oder seine Einwohner zensieren möchte und unterdrücken möchte und so weiter und so fort, zumindest laut den Hackern. Man weiß natürlich nicht, was so der Fall ist hier. Okay, dann haben wir hier noch ein weiteres Projekt. Und zwar, also hier steht es auch dabei, sie vermuten, dass die Behörden eben alle Leute in Russland davon abhalten wollen, ihre Meinung frei zu äußern. Deswegen veröffentlichen sie auch alles. Dann sehen wir hier, okay, es gibt auch noch ein zweites Projekt, das nennt sich Reward. Das ist hier ein bisschen mit übersetzt worden, whoops. Und zwar ist das über BitTorrent. Also BitTorrent wird benutzt von sehr vielen Menschen, ungefähr 1 Million Russen, in diesem Fall geht es ja hauptsächlich um die Russen, die täglich 1 Million Torrents runterladen und diese Torrents werden dann eben verbreitet. Das ist quasi ein Peer-to-Peer-Netzwerk, mit dem man häufig auch irgendwelche Sachen runterlädt, die nicht ganz legal sind, also sowas Sachen, die urheberrechtlich geschützt sind, wie eben Filme, Musik und Programme und andere Dateien. Und ja, allein der russische Tracker RU-Tracker, der quasi verfolgt, wer welches Torrent runterlädt, der kann jetzt oder der wird verfolgt und angegriffen in diesem Projekt Reward oder in dieser Forschungsarbeit, um dann eben dieses Protokoll, also das Peer-to-Peer-Protokoll BitTorrent, um das eben zu hacken und dann eben auch zu exploiten. Sprich, man kann danach auf diese Leute drauf zugreifen sozusagen und weiß, wer dieses Ding sich runtergeladen hat, wer dieses Torrent eben runtergeladen hat und auch wieder hochgeladen hat, um dann eben diese Menschen auch zu verknacken. Genau, es liegen auch Arbeiten scheinbar vor, oder es sind Interessen da, um eben auch Jabber, OpenFT und ED2K anzugreifen, aber da sind sie scheinbar noch nicht so weit gekommen. Auch geht es jetzt hier dabei darum, natürlich die E-Mails zu überwachen, die von Einwohnern von Russland reingekommen sind, beziehungsweise die sie erhalten haben. Und hier ein witziger Fun-Fact von Google Translate. Ja, wir haben hier eine intellektuelle Gruppe von Beuteltieren. Das fand ich irgendwie witzig, deswegen habe ich es markiert, aber es ist nicht wirklich relevant für das Ganze. Okay,
Außerdem gibt es auch noch einige andere Projekte und unter anderem eben das Projekt, dass Russland scheinbar 2019 noch, also dieses Jahr noch, sein eigenes souveränes Internet haben möchte. Das heißt, ein Internet, das unabhängig ist von dem normalen World Wide Web. Das heißt, Sachen wie YouTube.com oder andere Dinge, die eben nicht über das russische Internet dann gehostet werden, die sind dann gar nicht mehr erreichbar in Russland. Zumindest wäre das der Plan dieses Projektes. Und hier sind natürlich jetzt die Hacker auch wieder aufmerksam geworden und dachten sich, Mensch, das können wir so nicht über uns ergehen lassen. Dann könnte man nämlich zum Beispiel auch gar nicht mehr bbc.com aufrufen, denn auch der Tor-Browser wird ja dann offensichtlich kontrolliert. E-Mails werden kontrolliert, Messenger-Dienste werden kontrolliert. Es wird im Endeffekt alles kontrolliert. Torrents, also alles, was irgendwie ins normale Internet, in Anführungsstrichen normale Internet, in das öffentliche Internet sozusagen gehen würde, würde dann kontrolliert werden und man hätte dann nur noch die Wahl, man muss hier auf dieses Internet zugreifen, was natürlich den Hackern sauer aufgestoßen ist und deswegen veröffentlichen sie das Ganze. Ja, sehr, sehr spannend das Ganze. Ich hoffe, dass das nicht so natürlich alles passiert und ja, ich werde euch da auf dem Laufenden halten, vielleicht nicht unbedingt immer mit Videos, vielleicht auch nur mit Textposts, aber es ist eine sehr interessante und beängstigende Entwicklung, wenn man sich das mal so genauer anguckt, was da eigentlich so alles passiert. Und ja, mich würde ganz gerne eure Meinung natürlich wie immer dazu interessieren. Schreibt das ganz gerne mal in die Kommentare. Hat vielleicht der digitale Cyberkrieg schon lange begonnen oder was ist hier eigentlich am Start? Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.